Ah, weiter geht's. Zoe, es ist kurz vor 4. Bin fast soweit. Gent, willst du nicht mitkommen? Wohin denn? Nee. Wo geht's denn hin? Leute, wo geht's denn hin? Ist nicht mein Ding. Wovon redest du da? Leute, habt ihr nicht jemanden vergessen? Wovon redest du da? Hey Karl, wir werden an der monatlichen Vorlesung teilnehmen. Monatliche Vorlesung? Ja, jeden Monat lädt die Foundation eine berühmte Person dazu ein, eine Vorlesung zu halten, um Wissen und Erkenntnisse hinsichtlich der SCPs mit uns zu teilen. Für die Vorlesung in diesem Monat wurde Dr. Trevor eingeladen. Er genießt innerhalb der Foundation hohes Ansehen. Interessant, bin dabei. Okay, gehen wir. Ich bin dabei. Wenn ich darf. Leute, ich werde Ihnen den Link zur monatlichen Vorlesung schicken. Einen Moment. Da ist er auch schon. Aktuelle Vorlesung. Das ist dann wahrscheinlich das hier. SCP 1762 und ich. Daniel Trevor. Was haben wir sonst noch? Antimimetik, ein Einstieg von bis Amnesie. Das würde ich mir auch gerne angucken. Darf ich beitreten? Die ist aber erst morgen. Nee, die ist erst in ein paar Tagen. Okay, los geht's. Kontoberechtigung werden geprüft. Verschlüsselter Kanal wird eingerichtet. Mimetischer Einfluss wird ausgeschlossen. Einfaches Konferenzmodul wird geladen. Mehrspielverbindungen hergestellt. Das Training beginnt in Kürze. Und los geht's. Episode 3. There are many stories in this world. Some are read widely all over the world. Some are hidden in dust and known only by a handful of people. Today I'm going to tell you a story no one else has heard before. A real story of mystery and wonder and adventure. And then you too will become the guardian of this story. The story takes place in a world of long ago. The hero of our story is a little boy. His name is Daniel. One day, out of nowhere, Daniel got a serious case of chickenpox. It made him look like a strawberry. Okay. To make sure he didn't spread it to others, Mrs. Page, the principal, had him isolate in an attic. And so, in the attic he lived, all on his own. Mr. Daniel, while up here in this attic, you'll have plenty of time to practice your penny whistle. I hope you'll practice well and prepare for next month's art festival. But Mrs. Page, the melody is so difficult. Don't give up, boy. You don't give up before you fight. Okay, das ist mal komplett anders. Ein bisschen kindermäßig. Ich bin gespannt, was die Geschichte zu bieten hat. Wahrscheinlich ist die Flöte dann ein SCP. Ist aber auch schon, dass wir ganz alleine als Junge krank mit Windpocken, also schön auf dem Dachboden, uns wieder auskurieren müssen. Wir drücken mal D. Daniel was reluctant at first, but he trusted Mrs. Page, and he knew he should listen. And so he practiced the penny whistle. Also üben wir mal auf unsere Flöte. Punktestand. Oh Gott, warte mal. A, S, D, F. Oh Gott. Und Space auch noch. Ich probier's. Das geht ja noch. Oh, da war ich ein bisschen zu schnell. Mensch, das können wir doch. Oh Gott. Und was genau können wir dann damit machen? Wir haben Festspielen. 540. Suddenly, he heard some strange noises in the corner of the attic. Gott, wird er zum Rattenkönig?
Kann man seine Flöte Who's spielen? there? Daniel decided to go over and take a look. Ja. Wir gucken mal die Ecke. Können wir jetzt so... Oh Gott, wir können es auch so bewegen. Es sieht aber cool aus. Halt. Ich muss meine Hände wieder so bewegen. Können wir Musik einschalten? Cool. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass wir bleiben in dieser 2D-Ansicht. Überprüfen. It was a mousetrap, and there was a red origami paper dragon inside of it. Wir befreien den mal. Daniel So. carefully removed it. It was marvelous and beautiful. The only problem was part of its wing Oh was nein. damaged. But Daniel found a way to repair it. Dann reparieren wir ihn mal. Oh, Gegenstände auswählen, um Papierdraht zu reparieren. Vielleicht ein rotes Pflaster, ein gelbes. Ein Tacker? Nein. Mit einer Reißzwecke? Nein. Mit einem Bleistift? Nein. Dann damit. Auch nicht. Doch. Tada, ich hätte wenigstens das rote Kreuz genommen. Daniel held the repaired paper dragon high Yay. up in the air, Flieg, kleiner imagining that Drache. it soared over all the world below. Weiter geht's. He played and played with the paper dragon. Whee! Sieht aber gesund aus. Woo! Da kann ich die Windpocken. Soar! In the warm afternoon sun, Daniel had to fight his eyelids just to keep them open. Ja, schlaf ein, Daniel. Could it be? Was denn? Or is this all just a dream? Du hast du nur mit dem Drachen gespielt. Das ist doch kein Traum. The next day, with boredom and loneliness weighing him down, he began to fiddle with the old radio. Na komm, richtiger Sender. Our town is located in the plains where earthquakes are not particularly common. Although there are 17 fault zones around us, they are all inactive. Bitte was? Das ist aber ein komisches Radio. Komische Nachrichten. Was A macht er jetzt? scrunched up ball of paper rolled over to his feet. Einfach so? Where did this paper ball come from? Ich weiß Just es as auch nicht, went to Daniel. pick it up, the ball suddenly came to life, and it rolled away. Daniel chased after it. Machen wir. So. Wo ist die Papierkugel? Also nicht. Und wir können sogar irgendwann Sterne beobachten. Hoffe ich doch. Und wo ist unser Drache hin? Da ist die Kugel. Ich gucke mich trotzdem erstmal ein bisschen um. Nein, nicht wegrollen. Hey. Können wir auch hier noch mit dem... Ach, hier war das Radio, mit dem wir rumgespielt haben. Okay, wir können uns umsonst nichts weiter machen. Dann gehen wir zum Papierstückchen. Hallo. Nein, komm. Ich habe so wegrollen. Jetzt habe ich dich. Na, immer noch nicht. Sag mal. Jetzt aber. Just as he was about to seize the rolling paper ball, suddenly, terrible sparks erupted from it. Was? Before his very eyes, the paper ball began to grow, bigger and bigger. Ja, alles auf den Dachboden. At that moment, a red figure suddenly appeared. Drachi. The red figure quickly subdued the paper ball and threw it into a cardboard box. Sehr gut. Daniel studied the red figure carefully. It had a sticker on its fluttering wing. It was the paper dragon. Ja. I wasn't dreaming. Thank you for saving me. Daniel was grateful and very happy. He walked closer to the paper dragon, but the paper dragon seemed timid and afraid and backed Warum? away. Hat uns doch gerade gerettet. Just then, Daniel had an idea.
Spielen wir Flöte für ihn? He took out his penny whistle and slowly played a tune. Los geht's. Das ist aber eine schöne Melodie. Und was passiert, wenn ich verkack? Guck mal, wie schön ich spielen kann. Ob ich diesmal alle erwisch? Wie viel noch? Bin mir sicher, ganz zum Schluss kommt irgendein Lied, wo dann alle auf einmal kommen. Huch. Falsche Taste. Ah! Gut. The paper dragon enjoyed the sound very much. Ja, wenigstens. It began to move along with the rhythm, flipping up and down in the air. Soon the two were playing and dancing, just like old friends. Oh, was? Warum so kühlt er sich denn jetzt? The paper dragon traced out a beautiful arc in the air, communicating with Daniel in a unique way. Und in welcher Weise? Hallo, da bin ich aber zurück. My cherished Na toll. friend, after many long years, we Das finally klingt aber nicht sehr meet again. freundlich. Tell me, how has your family been? Warum hörst du dich so A an? great thank you for playing that music for me. You know how I love the beautiful rhythm of that instrument. But Bitteschön. we ought to take precautions, as the room is not stable. Do you still remember how the room works? You're welcome to visit anytime. The piece of paper then changed back into the shape of a paper dragon. Ich glaube, das wandert and sich alles in flew eine into the ganz andere cardboard Richtung. box. The box closed shut, and a calm silence was restored to the attic. Daniel rushed to find a watercolor pen and marked the box with excitement in his fingertips. Und mit was? Here be dragons. Over the next few days, the paper dragon came out often to play with Daniel. Ich glaube, wir wollten es so During this reinlocken. time, Daniel introduced many of his friends to the paper dragon. Ich glaube, das entwickelt sich alles von einer lieben Kindergeschichte zu einem katastrophalen Albtraum. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Mal gucken. Vielleicht auch That nicht. cat's name is Mrs. Carter. Mrs. Ever Carter. since I secretly fed her some fish for dinner, Das ist gut. we've been good friends. That's Duke. This Aw. is Jessica's pet. He doesn't like rainy days or Mrs. Carter. Only smoked sausages for his taste. Er mag nur Geräusche der Würstchen. And now Schön. we are friends too. My name is Daniel. What's your name? Dragon. The paper dragon flapped its wings, as if it didn't understand him. Gibt's bei euch keinen Namen? Well, since you like the sound of the penny whistle so much, why don't I just call you Penny? Hm. I'll keep Flöti. practicing to make it sound better. Daniel and Penny then played baseball together in the Oh Gott. attic. Wie das Let's denn? play cat. Kann der den Ball überhaupt auffangen? Oh Gott, drücke E. Muss ich ihn jetzt wirklich voll aufladen? Bam! Cool. Ich hätte gedacht, du fängst den in der Luft. Aber das machst du wohl nicht. Können wir irgendwo hinschießen? So ans Bild hier vielleicht? Nein. Irgendwas umwerfen? Nein. But just as they were in the middle of enjoying themselves, a violent shaking suddenly rose from the ground. Oh! Und nicht die Katze treffen! The stubborner
earthquake is back at it, folks, and it seems even stronger than last time. Solange die Kiste nicht At aufgeht, this ist alles moment, gut. the box suddenly shot open, Toll. and thick clouds of smoke billowed out, followed by several paper balls. Vulkanausbruch im Karton. Vielleicht. Penny attacked the paper balls without a moment's hesitation and promptly threw them back into the Okay. box. Was ist da drin? Penny then flew around in front of Daniel and rushed right back into the box. As the box closed, the earthquake stopped. Facing a friend's farewell without a formal goodbye, Daniel felt confused and lost. He moved the box to the center of the attic. Na. Facing it, he practiced his penny whistle, day in and day out. Der kam nie wieder. Oder doch? Du konntest aber schon As the besser days spielen. went by, Daniel's playing became smoother. Wie lange bleibt er denn da oben drin? One day, the box suddenly began to move. Nanu? Da kommen Papierkügelchen raus. 1, 2, 3, 4. This time there were 4 paper dragons. Hat er neue Freunde gefunden? But they weren't alone. Enemies began to jump out of the box too. Oh Gott, wer denn? Earthquake! Another earthquake! This time it's reached a magnitude of 5.8! In that small attic, the 4 paper dragons fought fiercely against the paper balls. This time, the paper balls used new tactics. They clumped together into a single monstrous ball of paper. Oh Gott, It ein began to Monsterball! shoot strong bursts of electric sparks at the paper dragons as they flew through the air. As they were hit, the paper dragons fell from the Nein! air. Wir one müssen ihm doch after the helfen other. können. Seeing the injured paper dragons, Daniel felt very distressed and anxious. Just then, one of the paper dragons painfully started to fly and gathered the remainder of its power. The paper dragon transformed into a great beam of light Ein and dove straight Transformer! down to pierce through the monstrous paper ball. And then came another paper dragon. The monstrous paper ball was blasted to bits, exploding into smaller paper balls. Trembling, they struggled to escape back into the box. The sacrificed paper dragons were reduced to swirling shreds of paper, and a silence pervaded. Peace and tranquility were restored once again to the attic. Daniel saw the remaining 2 paper dragons lying on the floor, badly wounded. Es flöht hier He rushed to dabei. grab some stickers and treated them at once. Oder Penny. Die kam doch gerade erst rausgeflogen. Aber ja, unser ist auch mit dabei. Oh, einsammeln. Und verheilen. Und hier auch nochmal. Langsam glätten, Stricke aufkleben. Sehr gut. Suddenly, countless paper dragons began to gush from the box. Ganz viele neue The 2 Freunde. wounded paper dragons were repaired and began to fly. Like 2 colored threads, they merged with the other dragons, flying in unison. The dragons moved like a tide, flying freely through the attic. Haben einen Wirbelsturm herbeigezaubert. Daniel eagerly took out his penny whistle. He showed all his paper dragon friends the results of his hard work and practice. Oh, wir spielen wieder Flöte. Los geht's.
haben auch kleine Papierdrachen gemacht. Da war ich zu früh. Oh. Das ist der Drachenflöter. In the sweet melody of his playing, Daniel felt himself enter into the world of dragons. Und wir sind in die Kiste geflogen. Und da sind ein paar Hasis. Hallo Hasis. Darf ich mich auch bewegen? Nein. Da ist unser lieber Drache. Du siehst ja doch ein bisschen echter aus. Das ist wahrscheinlich die Projektion unserer Welt als Papier, Drachen. Aber was ist dann hier die Papierkugel? Das ist dann ein schwarzes Loch? The paper dragons merged into a long letter and floated down towards Daniel to tell their story. Okay, dann gucken wir mal. After the last war, the fantasy world enjoyed a long spell of peace and stability. Das ist schön. But now, the giants have returned. Oha. They have launched ferocious attacks, trying to invade your world through the room. We are prepared to launch the final defense. Ihr könnt auf mich zählen. We will have to destroy your room. Was? Nein. For it is the last remaining entryway into your world. Ach so, den Karton Please sozusagen. believe this farewell will only be temporary. We will not be apart forever, and we will never forget our eternal mission of protecting you. Süß. At that moment, the paper dragons flew back into the box. Daniel still couldn't fully understand what the paper dragons had meant, but he had a vague feeling in his heart that he may never see his new friends again. Nein, sie haben ja gesagt, es ist kein Abschied für immer. A few days later, Daniel's chickenpox had fully recovered. He could now play the penny whistle very, very well. But the paper dragons never returned. In die Tasche einstecken. Die Flöte. Ein paar Lego-Steine. Der Baseball. Einen Buchstabenholzklotz und ein paar Bücher. Maybe it was time to leave and move on. Sie haben uns auf jeden Fall die Zeit verschönert. Earthquake warning! Magnitude 6.2! A massive earthquake is hitting our town! All townspeople, please leave your houses immediately and move to safe open spaces! Just then, Oha. countless paper dragons shot from the cardboard box. However, it seemed like they were under attack, spinning and falling through the air in confusion. What's happening? Daniel quickly grabbed the stickers out from his bag and did his best to heal the injured paper dragons. Aber schnell, Daniel! Alle retten! Wie denn? Ich kann auch nichts anklicken. Oh Gott, wie viele kommen denn da?
Was? Ich kann auch nicht. Ich kann echt nichts machen. Oder ist mein Rucksack irgendwo? Jetzt kann ich sie einsammeln. Halt durchhalten! Durchhalten, wir schaffen das. Noch ein bisschen. Schneller! Daniel, schneller! Hallo, da bin ich auch zurück. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Ich hoffe, es ist nicht unser Drachen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh nein. Die Papierkugel! Nein! Oh Gott! But the paper balls swarmed together and pushed Daniel away, subduing him firmly in the corner. He couldn't move. Das wollen wir erst mal sehen. Suddenly, ominous clouds rose from the box, and a violent lightning flashed through the room. The figure of a giant slowly emerged from the thick clouds, and the entire attic became overwhelmed with its evil aura. The earthquake is growing stronger, now with a magnitude of 7.1. Heaven Almighty, are we doomed? Niemals. Wir schaffen The das. giant unleashed its power maniacally. The paper dragon struggled against it, with no means of fighting back. At this critical moment, two paper dragons shined brilliantly. Together, they heroically crashed their bodies into the giant. Ja, richtig so. Daniel thought the giant had been defeated by the paper dragons, but soon he found that things would probably not be so simple. The giant's figure could still be seen in the thick smoke, looking evil and terrible. The attacks of the paper dragons had had no effect, and the giant had only grown stronger. It fought back with a new ferocity. Wir müssen doch irgendwie bekämpfen Paper können. dragons were simply no match for it. The earthquake is growing stronger still. The greatest disaster this town has seen in over 100 years. My heavens, will this nightmare ever end? With the paper dragons Flöti. now all but defeated, Daniel spotted a frail figure in the distance. It was Penny. It flew gently in front of Daniel and affectionately rubbed its head against his fingers, Oh. as if this whole crisis had never happened. Daniel felt like Penny was trying to tell him something, but he didn't quite understand what. Penny then left Daniel and soared into the air with a determination in its wings. Ich glaube, er hat sich verabschiedet. Suddenly, the other paper dragons seemed to be summoned. They flew through the air, all together in unison, responding to the call without an ounce of hesitation. At that moment, Penny turned into a great red beam and rushed fast towards the giant. The other dragons followed, shining together like a shooting star. At that moment, Daniel seemed to see a real dragon flying. No! A huge explosion from the impact drowned out everything else in the attic. The attic rained down with countless pieces of paper, the leftover scraps of the paper dragons. Daniel wanted to collect all of the pieces. He thought he could still fix them. Wahrscheinlich nicht. Wir können es versuchen, aber ich glaube, hier raus kann man nicht mehr irgendwelche Drachen zusammenbauen. Oder? Können wir unseren roten Drachen retten? Können wir Flotti retten? Flöti? Sie hätten ruhig Flöti zu Penny lassen können. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber nicht so schlimm.
Wo ist noch ein Papierfetzen? Blöti. Ich sehe keinen mehr. Wo ist denn noch einer? Aber sie haben sich geopfert. Sie haben sich geopfert, um die Welt zu retten. Um uns zu retten. Um uns zu beschützen. Sie haben ja auch gesagt, dass sie uns nicht alleine lassen. Hab ihn gefunden. Ganz hier vorne liegt noch einer. Und es fehlt immer noch jemand. Vielleicht hier hinten. Nein. Ah, jetzt können wir sie zusammensetzen. Machen wir. Hier haben wir das Kreuz als Anhaltspunkt. So, dann müssen wir weiter nach unten gehen. Das hier noch ran. Und dann mit ganz viel Klebeband abkleben. Goodbye, my friend. Auf Wiedersehen. Orange freigeschalten. Bewegende The Geschichte. earthquake has stopped. With God's mercy, our town is safe. We thank you, Lord, for your protection. A few days later, the art festival was held as scheduled. Daniel attended the show with his penny whistle. Jetzt zeigen wir, was wir können. And now, Daniel Trevor will perform a penny whistle solo of a song titled Fly With Me. Daniel! Du kannst das. Und los geht's. Die sind doch immer da. And that's how the story ends. Now, you might be wondering, what happened next? Are there still paper dragons in the world? Well, that's a difficult question to answer. But I believe that they are still protecting us somewhere in this world, just like they promised they would, forever, into eternity. Auch Orange freigeschalten. Hits on Dragons. So, und das war Episode Nummer 3. Mal was komplett anderes. Nicht so Gruseliges oder Mysteriöses. So mal was Schönes, was Schönes zwischendurch. Das war schön gemacht. So, das geht mit Freunden weiter, aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und ich hoffe, es wird dann nicht wieder so ganz viele Lesefolgen. Also dann, bis dahin. Ciao.